Servus und grüß dich zur neuen Episode von Sölden to go. Wir sind heute am Gigjoch im Funpark unterwegs und in der Funslope. Wir werden jetzt sagen, wie und wo du am leichtesten Tricks lernen kannst oder warum es eine Abwechslung ist für die normale Skipiste. Die Vreni ist heute logischerweise auch wieder mit dabei, weil ich habe das perfekte Wetter genutzt, um heute einfach ein paar Spuren im Schnee noch zu ziehen. Wie geht's da? Ja, mir geht's gut, dir? Ja, danke. Wie war's, Heinz? Erzähl. Ja, eine Sahne. Also du hast echt etwas verpasst. Ja, das ist sprachlos. Ich kann gar nichts dazu sagen. Traumtag. Ja, super, gewaltig. Cool. Wir treffen uns jetzt gleich mit Joshua und Julius von der Snowpark Crew. Ja, mach. Auf geht's. Josh, jetzt sind wir da mitten in deinem Terrain. Erzähl uns doch einmal, was ist dein Aufgabenbereich oder was machst du da genau? Schon gesagt, Parkdesigner hat was mit Design zu tun. Ich komme hier im November an und da ist quasi alles eben und es liegt kaum Schnee und meine Aufgabe ist es einfach den ganzen Park zu designen, den ganzen Aufbau zu planen, zu organisieren, dann den Park aufzubauen und dann die ganze Saison auch zu betreuen. Neben Parkdesigner gibt es auch eine Shape Crew. Was macht die Shape Crew genau, beziehungsweise wofür ist sie zuständig und verantwortlich? Da so ein Riesenpark natürlich nicht alleine aufgebaut werden kann, brauchen wir eine komplette Crew. Die besteht quasi aus einem Parkdesigner, aus einem Pistengerätfahrer, aus einem Projektleiter und aus den ganzen Shapern, die quasi früh und am Abend und richten alles wieder für den nächsten Tag her. Und wir haben hier über 40 Elemente im Park und da braucht es einfach mehr als eine Person. Josh, baut es einfach nur Kicker oder verfolgt das Snowpark Sölden irgendein Konzept? Grundsätzlich ist der Park so aufgebaut, dass er vom Beginner bis zum Profi haben wir alle Lines da und jeder kann sich austoben. Und es startet ganz links mit der Beginner-Line und dann kannst du dich bis zur Profi-Line rüberarbeiten, je nach deinem Können. Julius, schön, dass wir uns sehen. Wenn man hier vorbeifährt und die Freestyler die Tricks machen, schaut das ja voll cool aus. Magst du mir bitte erklären, was du hier genau machst? Ich bin da als Freeski-Coach und im Wesentlichen unterstütze ich Skifahrer dabei, neue Tricks zu lernen oder Tricks, die sie schon können, zu verbessern. Julius, das Snowpark hat geöffnet von 10 bis 4, habe ich gehört. Und es gibt Regeln, die man beachten muss. Benutzung ist auf eigene Gefahr, denke ich einmal stark. Das lernt man alles in die Weekly Coaching Sessions. Was ist das genau? Was kann man uns darunter vorstellen oder was lernt man da? Also die Weekly Coaching Sessions, die sind von 13 bis 15 Uhr jeden Donnerstag. Und die laufen so ab, dass man zuerst mal die Parkregeln ein bisschen durcharbeitet und erklärt, wie so der Park aufgebaut ist, die Obstacles. Und danach gibt es ein Aufwärmtraining und dann legen wir los und je nach durchschnittliches Können von den Skifahrern können sie Basic Tricks lernen oder auch fortgeschrittene. Hinter uns ist die Funslope, die wird auch mitbetreut von der Shaper Crew. Und wir schauen uns die jetzt mal genau an mit unserem Parkdesigner Josh. Nicht nur anschauen, sondern ich hoffe, wir fahren noch durch. Fun heißt ja Spaß. Josh, erklär uns bitte mal, was beinhaltet die Funslope oder was können wir uns darunter vorstellen? Wie der Name Funslope schon sagt, beinhaltet Fun, Spaß für die ganze Familie quasi. Das ist ein Mix aus ersten Snowpark-Features, einem Bordercross und einer normalen Skipiste. Resümee für den Tag. Der Snowpark und die Funslope von Sölden bietet für jeden etwas. Egal ob Beginner oder Pro, es hat alle Elemente und macht einen riesen Gaudi.
vergesst den Tipp nicht, die Weekly Coaching Session. Ja, also wer noch nicht so gut ist im Funpark, der kann da hingehen und sich Tipps holen. Jetzt, wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann darf man uns über ein Like freuen. Wenn ihr Fragen habt, wir beantworten die gerne, lasst es einfach unten stehen oder abonniert unseren YouTube-Channel. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Söldern to Go. Ciao. Für dich, ciao. Bis zum nächsten Mal.